43. Also wir sind halt hier, um unsere Leute im Nahen Osten zu unterstützen. Leider können wir es anders nicht machen. Die Grenzen sind ja auch zu. Dort lassen die auch keine Lebensmittel rein, gar nichts. Deswegen verstehe ich auch die Polizisten nicht, wie die mit uns umgehen. Ich glaube, das war am Dienstag, am Sonntag gab es eine Demonstration am Potsdamer Platz. Da waren sie extrem gewalttätig gegenüber die Demonstranten. Das fand ich auch gar nicht richtig. Ich weiß nicht. Die verbieten uns den Mund. Man darf da nichts sagen. Hier haben sie es wieder aufgelöst. Erstmal sagen sie, das ist erlaubt. Und dann warten die, bis alle sich hier versammeln und dann lassen sie uns wieder nach Hause gehen. Also wo ist unsere menschliche Rechte? Wo ist unsere Meinungsfreiheit? Also ich bin Palästinenser, ich bin vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen als Flüchtling. Damals haben sie uns als Asylanten genannt. Und mein Hauptgrund war, dass ich hier nach Deutschland komme aus dem Libanon, dass ich meine Sicherheit gesucht habe, Freiheit und Sicherheit, also in Deutschland und Demokratie natürlich. Aber leider, was man erlebt jetzt in Deutschland, das ist sehr weit von Demokratie und Freiheit und Sicherheit. Also wir sind nicht sicher, wenn meine Töchter auf der Straße sind, mit Kopftuch laufen, sie würden mit Schimpfwörtern beschimpft oder geschimpft oder als Terroristen oder. Und noch eine Sache, also deutsche Medien, europäische Medien wollen sie hier äußern, dass die Sache ist zwischen Juden und die Muslime und die Islam. Stimmt nicht, das hat Religion mit nichts zu tun, weil wir waren vor 1948, wir waren zusammen in Palästina. Also wir haben zusammen gelebt. Also wir sind von Palästina 1948 vertrieben und dann von Libanon bis hier vertrieben. Und sie wollen jetzt von Gazastreifen wieder vertrieben. Und sie haben gerade die Dame gefragt, sie haben gesagt, dass von Nordgaza nach Südgaza weggehen dürfen oder können. Und das war vor 5 Tagen alle unsere Medien hat gezeigt, leider deutsche Medien hat nicht gezeigt, ein Lastwagen mit 200 Leuten, 99% oder 90% waren Kinder und Frauen, sie wurden von Luft angegriffen. Aber was dann deutsche Medien gezeigt? Gar nichts. Wie kann ich, wenn ich in Gaza bin, wie kann ich dem israelischen Militär oder Nachrichten vertrauen, dass ich mit meinen Kindern auf die Straße gehe und dann von Norden nach Süden, bis ich 20 Jahre unter Blockade war, kein Wasser, kein Essen, kein Medizin, gar nichts. Why are you here today? Because I don't believe this is right, what's happening in Palestine. And innocent people are being killed. And they have been oppressed for the last 75 years. And I think this is just fucked up by now. Like, not only is this happening, but also all of the governments like in the Western world are supporting it. And they're now not allowing us to demonstrate and to like show our support for Palestinian people. So that's why I'm here. Because I don't think they should silence us or like intimidate us or allow us to not be able to speak about it. What are your thoughts about the German government? Just fucking horrific, honestly. Like, they allow freedom of speech for everything apart from when it comes to Palestine. Like, even the far right, with their crazy mindset and crazy views, are allowed to go out and have their little demonstrations, but to go and protest for Palestinian rights is not allowed because it's anti-Semitic. It's not anti-Semitic. There are so many Jews here who are supporting Palestine. There's a difference between being anti-Semitic and being anti-Zionist. Like, we don't support Zionism. We don't support what Israel is doing to Palestinians. That doesn't mean that we're against Jews. It's two different things. Like, and they're trying to spin this into like the same thing to make everyone that's here like seem like we're like fucking horrible people or something. I think there's a difference between the state of Israel and the Israeli people who are also being affected by this. I think there's a huge difference, and that's also something that needs to be commented on, is that the state of Israel is not the Israeli people themselves. It's not Judaism. It's you know what I mean? It's the state, not the people, and Jewish people are also suffering because of this. But the Israeli army has so much power and so much influence that the Palestinians need people to stand up and speak for them because they can't. They're not being allowed to. And even here, we're not allowed to sometimes. Aber wer sind die Terroristen?
Wir Palästinenser. Und hier werden auch alle als Hamas Unterstützer dargestellt. Nur weil wir Palästinenser sind. Und was wird jetzt geschlossen? Die Moscheen und arabische Läden. Warum? Weil die denken, das Geld wird an Hamas geschickt. Weiß ich nicht. Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich für Deutschland. Jetzt hat man auch gesehen, die Nacht, was Israel gemacht hat ein Krankenhaus bombardiert. Da versuchen sie die Schuld an Hamas zu schieben. Dass es eine Fehlzündung war von Hamas Seite aus. Die versuchen sich irgendwie rauszuziehen. Ja. Und gestern zum Beispiel, sie haben Krankenhaus bombardiert. Sie haben 10 Mal oder 20 Mal alle Krankenhäuser im Gazastreifen verwarnt. Der bombardierte Krankenhaus, sie haben 6 Mal verwarnt. Der Chef von dem Krankenhaus, ich habe gestern alles, wir haben alle Millionen, haben sie gesehen, Nachrichten, aber leider sage ich immer noch, das auf arabische Nachrichten, nicht deutsche Nachrichten. Der Chef von Krankenhaus hat gesagt, wir haben mit dem Priester in London telefoniert und er hat ihm gesagt, bleiben Sie drin, Sie brauchen keine Sorge, Israel bombardiert Krankenhaus nicht. 2000 Leute waren drin, sie waren nicht alle Verletzte und Patienten, sie waren alle von anderen Gaza-Orten geflüchtet. Ich selber, meine Kinder, sie waren auch direkt von Fernsehen, Reporter von Al Jazeera, sendet live und hinter ihm fast 2 Kilometer Luftlinie. Wir haben schon alle gesehen, wie bombardiert von oben. Herr Scholz sagt, es ist eine Explosion. Explosion kommt, wenn Explosion, wir kein Militärexperte, aber es ist einfach, dass von unten nach oben dann wird. Aber wenn den Angriff, das von oben nach unten. Wir haben schreckliche Bilder gesehen. Aber meine Frage an Auswärtiges Amt hier, Frau Baerbock, wenn sie ein palästinensisches Kind im Gazastreifen sieht, als verletzt oder eine ganze Familie, alles schon weg, sie sagt, Hamas schuld. Wie geht das? Palästinensisches Kind ist ein ukrainisches Kind, deutsches Kind, amerikanisches Kind ist Kind. In Botsche im April 2022. Sie haben eine Schauspielerei im Botsche, Stadt Botsche gespielt, dass sie ein Massaker gehabt. Damals, Biden hat gesagt, das ist Menschenvernichtung. Müssen. Herr Guterres von Sicherheitsrat war da. Aber im Gaza, wir sind kein Mensch. Als Palästinenser, wir brauchen keine Waffen, wir brauchen kein Geld. Wir brauchen gar nichts von keiner. Wir brauchen unsere Sicherheit, wir brauchen unsere Freiheit. Wir brauchen unsere Kinder in Sicherheit leben. Fast 5000 Kinder, 5000 Menschen umgebracht mit deutsches Geld, amerikanisches Geld, arabisches Geld auch. Wir vergessen auch nicht. Wenn Sie sagen, Krankenhaus wird von palästinensischer Seite bombardiert, 500 Tote waren, okay, Sie wissen nicht, aber Sie sind sicher, dass 12 Tage lang sie bombardieren Häuser, Familien, Krankenhäuser, Schulen, alle. Just let aid in. That's you're bombing the border, you're not letting any aid from other countries in at all, and you're just watching people starve and die and scream because they don't have painkillers in the hospitals, and now hospitals are now being bombed, and the Israeli state is saying they didn't do it. They're blaming, I don't know, Hamas or other groups, which doesn't make any sense to me because why would Hamas bomb a Gaza hospital? So I can only, this is me assuming that Israel has something to do with it. Also wenn man diese Bilder sieht, das ist unfassbar. Und man fühlt sich irgendwie ohnmächtig in Deutschland. Man darf seine Meinung nicht sagen. Wenn man dann seine Meinung sagt, wird man als Antisemit abgestempelt. Aber dabei ist es kein Religionskrieg. Israel-Kritik ist nicht gleich Judenhass und das weiß auch jeder. Und dieser Antisemitismus wird in Deutschland zurzeit echt instrumentalisiert. Egal was man sagt, es ist antisemitisch. Wie gesagt, ich fühle mich ohnmächtig und mundtot. Und das Einzige, was wir machen können, ist demonstrieren gerade. Und das wird uns jetzt auch noch hier nicht mehr erlaubt. Und dieses einzige Recht, das wir gerade noch haben, wird uns auch genommen. Das ist nicht normal. Also,
Wenn sie bestrafen Gaza, ganz Gaza, als alle Hamas oder als Terroristen, das ist auch unfair. Das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Jetzt gerade vorgestern oder so haben sämtliche Abgeordnete des Bundestags sich hinter Netanyahus Kriegspolitik gestellt. Was denken Sie darüber? Alle Mitglieder des Bundestags haben abgestimmt für Unterstützung Israels in dieser Situation. Ich frage auch, ich antworte mit einer Frage. Gegen wem wollen Sie unterstützen? Gegen wem? Gegen wen? Kinder? Kinder? Gaza 367 Quadratkilometer. 440 Kilometer lang von Norden bis Süden. Die breiteste Punkt 10 Kilometer. Und leben 2,5 Millionen Menschen im Gaza. Und Bundestag unterstützt Israel gegen größte Knast der Welt. 20 Jahre Blockade. Ist das menschlich? Ist das menschlich? Das ist unmenschlich. Das ist unfair. Das ist Menschenvernichtung. Einfach so. Und sie springen über internationale Gesetze oder Kriegsgesetze. Sie bombardieren die palästinensischen Kinder, sie bombardieren Häuser, Krankenhäuser, alle mit Phosphor. Phosphor kann bis 1000 Grad Temperatur, das brennt alles. Aber was sagt Deutschland? Was sagt Deutschland? Ich bin als Palästinenser, ich habe immer von Deutschland gehört. Deutschland ist immer für Kinder, Deutschland ist. Aber was ich sehe, ist anders. Es tut mir leid. Und das kann nicht sein im ganzen Bundestag. Sie sind entweder taub oder blind. Can you say something about what you think are the interests of Western imperialism in the region, in Israel and the entire region? I don't know, but I just feel like they don't really care about people's lives. They just care about money and power, and that's it. I don't really think this is because they actually care about humanity, because what they're doing is inhumane, and they're supporting it. Und Deutschland steckt da mit drin, ganz ehrlich. Ist einfach so. Willst du dazu noch mal etwas mehr sagen zur deutschen Rolle oder auch der Rolle der Vereinigten Staaten? Naja, nur Geld. Also die sehen nur das Geld. Die sehen nur die Macht. Und das nutzen die aus. Obwohl eigentlich überwiegend, wenn man das sich anschaut, überwiegend in der ganzen Welt sind mehr für die Palästinenser, also mehr für den Frieden, sag ich mal, für den Frieden. Aber für den Krieg wird schon ein bisschen Salz in der Wunde gestreut. Von den Amerikanern, jetzt US, Putin nicht, aber hier Scholz sorgt schon viel dazu. Oder unsere Außenministerin, sie labert ja auch nur Bullshit, dass wir alle Israelis sind. Verstehe ich auch nicht, diese Aussage. There's been like a big spread of like fake news. Like I don't know if you heard about them beheading, like Hamas beheading children, and like Joe Biden said he saw it, and then they actually afterwards they like took away their statements and said that they actually didn't see anything. But then by then it already created this idea that like Hamas were beheading children, they were disgusting, they were like doing horrific things. So that kind of helped create more justification for why Israel was doing what they're doing now. Even though like there's no proof. Like I don't know anyone who's seen videos of children being beheaded. Das geht nicht. Das geht. Heute Biden 2 oder 3 Mal hat Netanyahu getroffen. Da hat er gesagt, ich habe alles live gesehen, Nachrichten. Hat er gesagt, ich habe meinem Außenminister gesagt, schreib mal was und hat so gemacht. I have forget. Ich kann nicht erinnern, was er gesagt hat. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Also ohne Beweis, ohne. Also sie haben keine Beweise, dass was im deutschen Medien gibt es keinen Beweis. Aber unsere Beweise, es Millionen Beweise gibt es. Wir sind im 2023. Kann man nicht alles verstricken. Millionen. Und nach dem Angriff gestern, die Sache wieder eskaliert, weil Wildreaktion war null. Von arabischer bis europäischer bis amerikanischer bis alle. Nur Bevölkerung, deutsche Bevölkerung und im ganzen Welt. Aber die Regierung im ganzen Welt unterstützt es und sagt nochmal weiter und weiter und weiter.
Warum zeigen sie viele Sachen nicht? Warum? Die Frage warum? Und hier in Deutschland Artikel 5 Absatz 1 sagt Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, ich darf hier stehen mit palästinensischer Flagge, so ich friedlich bin, ich störe keine, ich schimpfe keine, ich darf hier stehen. Artikel 3 sagt, oder Artikel 8 sagt, jeder Deutsche darf demonstrieren ohne Erlaubnis, ohne Einladung. Warum? Warum dürfen wir nicht? Warum? Die Frage, warum? Ich frage alle Polizisten hier, sie behandeln uns wie Verbrecher hier. Ich frage die Polizisten vorhin, darf ich rein, sie dürfen nicht. Warum? Weil sie haben palästinensische Rufe gerufen. Ich bin Palästinenser, was soll ich rufen hier? Andere Sprache? I mean, I've only been in Germany for a year, and I was part of the Black Lives Matter protests in the States, and I've never seen the amount of police brutality that happened that I saw in Neukölln, and just the racial profiling that was happening. Yeah, I don't know what else to say. That I just really can't believe people who, yeah, there's free speech. I can't believe it. Yeah, we witnessed people who are just speaking to the press get carted off in police trucks last week. I don't understand how in Germany they can call these protests racist without commenting on the fact that they're also squashing free speech. We shouldn't be afraid to speak our mind, and especially when we're here in support of people who are being attacked by a state that has way more power, has the ability to completely quell the entire Gaza population, bombing the border, not letting any aid. I can't believe that that's happening. It's such a humanitarian crisis, and we're just letting it happen. I don't understand how we are here, how we're in Germany, and how we can't speak our mind without getting thrown into the back of a police car. Across the street, it looks like they've managed to throw some people in the back of trucks already. Like, I don't know what's going on over there, but I can already tell the police seem way more aggressive over there than right here. I'm waiting for them to put their visors down on this side, because that's when you know they're going to start actually being aggressive, start pulling people by their arms and legs, taking their flags, taking their scarves, literally taking their identity and taking people who want to stand up for them. Would you like to comment on the role of war propaganda in the last days and weeks? Yeah, I mean, in what sense? I mean, almost every news publication that I've seen is pro-Israel. There's very, very little support for the Palestinian people that I'm seeing in the media. It's very much overwhelming Israeli support. The Western interests, especially the United States, and Germany, just like being so fully committed to their alliance with Israel and not caring about people's lives. That's all I have to say about that. Gehen Sie nach Hause, verlassen Sie den Kreuzungsbereich. Das Ganze in Richtung Leipziger Straße. Wir haben Ihr Anliegen verstanden. Trotz alledem ist die Versammlung bereits beendet. Gehen Sie bitte alle nach Hause. Do you think most people support the liberation of the Palestinian people? I don't know, actually. I think it's very mixed, and it's creating like a big divide between people. But I also think more people are in support than what it seems, because people are now scared to go out and demonstrate. Like, I know a lot of people that want to come here today and demonstrate, but they're also scared because for them that it can, like, if they get caught by police, it can be a problem for them. They can get fired from work, then get kicked out of school, because there's now a lot of people like kind of like going down on that stuff and like making it hard for people to just voice their support and show their support. Have you witnessed the large demonstrations in London recently, for example? Yeah. What do you think about that? I mean, I don't really know much about what happened. I just know that like a lot of people went out and they were going out and showing their support. But it seems very different to here, because I went to one like last week and like people were just standing in silence at first. They were scared to even say anything. No one had flags out or any signs out, and police were like aggressively like arresting people, like and like putting them, like shoving them into police cars just for being there. So I definitely think in London there's a lot more freedom to say how you feel about it. But even in London, I heard that they're trying to tackle down on that now. Like Suella Braverman, she's like in the government that's in the UK now. Like she's trying to
sent out letters and trying to make a law to ban the Palestinian flag in the UK because apparently it supports like terrorist organization and it supports like anti-Semitic views, which I think is inhumane because like there are Palestinian people who live in the UK and Palestinian people who live in Germany and for them it's their identity. Hast du die Demonstrationen in London zum Beispiel gesehen oder in anderen großen Städten? Was denkst du darüber? Das läuft eigentlich genauso wie hier ab, vor allem in Frankreich. Da sind die Polizisten auch extrem gewalttätig gegenüber die Demonstranten. Aber sonst zum Beispiel in arabischen Städten, in arabischen Ländern, da verläuft es friedlich. Hier verläuft es auch eigentlich friedlich. Aber die Polizisten, die provozieren einfach diesen Stress, diesen Streit, diese Gewalt und dann artet das aus. So wie hier. Die sind doch alle friedlich und ruhig. Menschlichkeit fehlt. Was erwarten wir vom Politiker, wenn ein israelischer Verteidigungsminister sagt, sie sind Tiere. Wir bombardieren Tiere. Biden heute hat wieder gesagt. Netanyahu hat wieder gesagt. Und Herr Schulz weint in Israel. Und sie haben heute eine Schauspielerei im Ben Gurion Flughafen gespielt. Videos hat gezeigt, sie lachen und sie schauen. Warum zeigt deutsche Medien nicht Videos von Gaza oder von palästinensischer Seite? Warum wollen sie uns immer als Täter in Deutschland schauen und deutsche normale Bevölkerung denkt, dass wir Verbrecher sind. Wir sind kein Verbrecher. Und warum schauen sie ab 7. Oktober, warum schauen sie nicht 70, 75 Jahre vor? Warum? Warum? 2 Millionen Palästinenser vor 1948 von Palästina vertrieben. Warum reden sie nicht von? Und wenn heute Herr Scholz im Gaza, im Israel oder im Ägypten sagt, Hamas ist zweiter Nazi hat gesagt, okay, aber Palästinenser sind keine Nazis. Wir sind keine Nazis. Wir sind friedlich, wir leben mit jedem. Wir leben mit jedem. Warum sagen Sie keine Wahrheit?